Hallo und herzlich willkommen auf meinem Gitarrenkanal. Mein Name ist Christian Moser und heute geht es um einen der legendärsten Blues-Gitarristen aller Zeiten, Stevie Ray Vaughan. Und seine unnachahmliche Art, den Blues-Shuffle zu spielen. Das ist so legendär, dass diese Art von Blues-Shuffle sogar seine Initialen trägt und unter Gitarristen bekannt ist. Und diese Spielweise werde ich euch heute vorstellen. Stevie Ray Vaughan wurde am 3.10.54 in Dallas, Texas geboren. Er kam am 27.08.1990 ziemlich tragisch ums Leben, nämlich durch einen Hubschrauberabsturz nach einem Konzert. Das war ein Festival, wo auch Eric Clapton spielte. Eric Clapton saß nicht in dem Hubschrauber, weil er noch eine Zugabe spielte. Der Hubschrauber stürzte kurz nach dem Start aufgrund schlechter Wetterbedingungen ab und alle Insassen kamen dabei sofort ums Leben. Gut, dann gehen wir mal ins Eingemachte. Ich werde das Ganze in 2 Blöcke unterteilen. Block 1 ist, was ist überhaupt Shuffle? Ich werde euch ganz langsam heranführen und es sehr verständlich erklären für Leute, die da noch keine Erfahrungswerte haben. Block 2 wird sein, wie hat Stevie Ray Vaughan diesen Sound hinbekommen, mit welcher Technik hat er gespielt, dass dieser Sound zustande kam für diesen extrem groovigen Shuffle. Fortgeschrittene Gitarristen, die mit Triolen und Shuffle schon Erfahrungen haben und das spielen können, können den kommenden Block gerne überspringen und beim nächsten Block einsteigen, denn ich werde jetzt hier erstmal wirklich die Basics erklären für Leute, die noch nie geshuffelt haben. Wir machen das jetzt in 4 Schritten. Ich werde über Viertel, Achtel, Triolen und geschaffelte Triolen gehen und euch Schritt für Schritt zeigen, wie ihr das Ganze aufeinander aufbauen könnt. Fangen wir erstmal mit simplen Vierteln an. Ich blende euch mal die Viertel hier ein. Und wir stellen uns jetzt eine fiktive Zahl vor, nämlich 100 kleine Teilabschnitte, die zwischen der ersten Viertel und der zweiten Viertel sind. Ja? Warum ich das mache, werdet ihr in den nächsten Schritten sehen. Jetzt spielen wir erstmal die Viertel, damit ihr wisst, wie Viertel klingen. Okay, das waren die Viertel. Jetzt verdoppeln wir den Zeitwert und gehen zu den Achteln. Eine Achtelnote hat einen Notenhals und ein Fähnchen. Spielt ihr Achtel in Folge, könnt ihr die Fähnchen verbinden. Das hat einfach nur den Grund, dass das Auge das besser erfassen kann, wenn eine Folge aus Achteln auf dem Notenblatt steht. Okay, und jetzt wieder eingeblendet. Ihr teilt diesen Wert quasi. Es werden also nicht mehr 100 Teilbereiche angezeigt, sondern genau in der Mitte bei 50 kommt jetzt ein erneuter Anschlag. Dadurch wird es gefühlt doppelt so schnell. Okay, das mal kurz als Track. So, und jetzt kommt der entscheidende Schritt. Jetzt teilen wir den Bereich zwischen der 1 und der 2 in 3 gleich große Teile. Ich blende das wieder hier ein. Dann habt ihr natürlich 33,3 Periode, also eine Dreiteilung von dem Viertelwert. Hört euch das auch mal an. So, und jetzt sind wir bei Schritt 4, dem eigentlichen Shuffle. Blende ich auch wieder ein. Da seht ihr jetzt, dass die zweite Triole weggelassen wird. Dadurch entsteht ein Abstand von der ersten Note zur zweiten von 66,6 und von der zweiten bis zur nächsten Viertel von 33,3. Dadurch entsteht dieses Swing-Feeling, dass es also nicht ein gleichbleibendes Raster ist von 50, also wenn ihr gerade Achtel spielt zum Beispiel, sondern es hat einen gewissen Swing-Faktor und das ist das, was wir als Shuffle empfinden. Hört euch das auch mal im Track an. Kurz noch ein Wort zu den Zählweisen. Die 1, 2, 3, 4 von den Vierteln zählt man in der Regel immer so. 1, 2, 3, 4. Die Achtel zählt ihr 1 und 2 und 3 und 4 und. Geschrieben wird da ein Plus für das und, wenn ihr es notieren solltet.
Bei den Triolen gibt es verschiedene Zählweisen. Da findet ihr zum Beispiel die Bezeichnung Triola für die Triole oder ein Erlei, zwei Erlei. Das war mir immer irgendwie zu weihnachtlich. Ich weiß auch nicht, gefällt mir nicht. Ich empfehle meinen Schülern eigentlich immer 1 und die 2 und die 3 und die. Gibt es, wie gesagt, ganz verschiedene Methoden. Nehmt einfach die, die euch am besten gefällt. Beim Shuffle mache ich es dann auch so, dass ich es mit uns zähle. Also 1 und 2 und 3 und 4. Nur, dass ich es natürlich geshuffelt zähle. So, okay, jetzt mal die Spieltechnik im Detail. Vielleicht vorab noch, Stevie Ray Vaughan hatte Riesenhände. Ich möchte jetzt keine Grundsatzdiskussion über große und kleine Hände lostreten, aber ich blende euch mal das Bild von seinen Händen hier ein. Ich habe ja keine kleinen Hände, aber er hatte wirklich Hände wie Bratpfannen. Er spielte 13er Saiten mit einer hohen Saitenlage. Also wenn ihr wisst, was 13er Saiten bedeuten, die waren zwar bei ihm Halbton tiefer gestimmt, aber der Mann muss da reingebolzt haben mit einer Kraft, und ich denke, das ist auch ein großer Faktor seines Sounds, denn er hat ja nur einen leicht angezerrten Sound gehabt und hat sich ganz viel über seine Hände, seine Dynamik, seine Kraft rausgeholt und hat diesen riesen Punch dadurch erzeugt, den er nun mal hatte. Die Diskussion, dicke und dünne Saiten, egal oder nicht, ich weiß, das ist auch 100 Jahre alt, aber wenn ihr vergleicht, der Ton C auf der B-Seite mit dem gleichen Ton auf der D-Seite, dann hört jeder, dass der Ton auf der D-Seite einfach viel mehr Bassanteil hat. Und so verhält sich das meiner Meinung nach auch mit allen Seiten. Habt ihr einen größeren Querschnitt, schwingt mehr Masse, mehr Stahl, mehr Saite, dann ist der Ton auch fetter. So, lasst uns schrittweise rangehen. Wir starten erstmal mit dem perkussiven Element. Bedeutet, ihr dämpft mit eurer linken Hand alle 6 Saiten ab und spielt jetzt mit der rechten Hand und seid nicht zimperlich mit der Anschlagsdynamik. Geschaffelt. So, ich habe euch dazu mal einen kleinen Backing-Track gemacht. Gut, Übung 2. Jetzt fügen wir einen Ton hinzu. Das macht ihr so, dass ihr immer noch diese flache Haltung habt, wie vorher, um die Saiten zu dämpfen. Mein Ringfinger ist jetzt allerdings über dem 7. Bund D-Seite. Das heißt, ich kann jetzt durch einen leichten Druck, ohne meine Handposition zu verändern, wenn ich möchte, einen Ton erzeugen. Ihr shuffelt wieder und spielt auf die betonte Zählzeit einen Ton. Shuffle und kurz drücken. Okay, das Ganze nochmal mit einem Track. Okay, ihr habt es eben am Ende schon gehört. Ich habe einen zweiten Ton hinzugenommen, den 5. Bund auf der D-Seite. Das heißt, jetzt haben wir den Wechsel zwischen 7. Bund, D-Seite, der Ton A, und dem 5. Bund. Ihr bleibt nach wie vor, das ist ganz wichtig, flach mit der Handhaltung und wechselt im Prinzip zwischen den gedämpften Tönen kurz durch einen leichten Druck den Ton. Okay, nochmal Track dazu. Vielleicht habt ihr es eben beim Spielen schon gesehen, ich zeichne ganz gerne so einen Kreis nach, wenn ich den Shuffle spiele mit der rechten Hand. Hilft mir irgendwie, könnt ihr auch mal probieren. Ich finde, dann fühlt sich der Shuffle irgendwie ein bisschen natürlicher an. Okay, das nächste Beispiel ist jetzt das eigentliche Main Riff von dem Shuffle Blues, den ich entwickelt habe, also vom Intro-Solo quasi. Ich blende euch auch mal die Basisstruktur ein. Die kompletten Tabs findet ihr unter dem Video verlinkt als Download mit exzellenten Backing-Tracks und ganz genau notiert in Guitar Pro und PDF. Ganz langsam mal gezeigt. Ich spiele nach dem Abschlag immer die leere A-Seite dazwischen, also mal ganz slowly.
Das Ganze mit Hinzunahme der Dead Notes. Und das gibt dem Ganzen nochmal mehr Schub, weil immer dazwischen der Grundton A kommt. Hier nochmal mit Backing Track. Wie vorhin schon erwähnt, das komplette Blues-Schema, das ich eben gespielt habe, findet ihr unter dem Video verlinkt als Download in PDF-Form, in Guitar Pro-Form und komplett mit Audio. Ladet das am besten runter, dann könnt ihr am besten üben und das klingt auch anständig. Das war also meine tiefe Verneigung zu Stevie Ray Vaughan, einem der größten Blueser aller Zeiten meiner Meinung nach. Extrem ausdrucksvoll, checkt mal die Scheiben von ihm. Lenny ist auch so ein Meisterwerk, kann ich nur empfehlen. Hier nochmal das auf den Punkt gebrachte Fazit. Eure rechte Hand spielt Dead Notes, geschaffelt. Dadurch habt ihr dieses perkussive Element in eurem Spiel. Die linke Hand liegt sehr flach und dämpft alles weg, außer die Töne, die ihr spielen wollt. Ob Lick oder ob Rhythmusgitarre. Ja. Der Daumen liegt über den Hals am besten, dämpft die dicke E-Seite. Denn dann könnt ihr über alle Seiten gehen. Das hat mehr Punch, als wenn ihr nur so einen kleinen Bereich spielt. Spielt eure Dead Notes mit etwas Betonung, sodass ihr die schweren Zählzeiten 1, 2, 3 und 4 etwas rausbetont, also etwas lauter spielt. Dann hört der Hörer besser, wo das Timing ist. Ansonsten war das ein ganz normales Blues-Schema mit den Stufen A, D und E, 12-Taktik. Aber das könnt ihr alles genau in den Tabs nachlesen. So ihr Lieben, das war also wieder mal mein Workshop. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen Blues-Shuffeln gelernt, wie das Ganze funktioniert von der Technik und mehr Verständnis dafür aufgebaut. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen, wenn ihr den Kanal abonniert oder die Glocke drückt. Alles wunderbare Faktoren, um so ein bisschen Anerkennung zurückzugeben für die Arbeit. Das würde auch enorm weiterhin motivieren, solche Workshops für euch aufzubereiten. Okay, dann würde ich sagen, haut rein. Übt den Stoff, shuffelt und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.